Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit 3 Themen und das allererste Thema ist relativ big, also zumindest für mich. Ich meine, am Ende des Tages, ich weiß noch nicht ganz, was ich erwarten soll. Am Ende des Tages wird es vielleicht gar nicht so krass, wie man sich es vorstellt. Mal schauen. Also ich meine, es wird definitiv nicht so ultra heftig vielleicht, aber trotzdem für mich auf jeden Fall ein First-Time-Experience. Und zwar bin ich ja seit ein paar Monaten schon Twitch-Partner. Und ein Vorteil davon, Twitch-Partner zu sein, ist, dass man sich auf die Startseite bewerben kann. Wusste ich auch, bevor ich Partner wurde, gar nicht, dass das so läuft. Aber da kann man sich für bewerben. Und meine Bewerbung wurde jetzt nach 5 Monaten, glaube ich, angenommen. Endlich, sag ich mal. Zwar nicht die perfekte Uhrzeit, aber auch nicht die schlimmste Uhrzeit, finde ich. Kommt drauf an, wie man es sieht. Also für mich ist es echt gar nicht so schlimm. Aber es ist, ja, die beste Uhrzeit ist es nicht. Aber ich werde am 22. Februar zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens auf der Twitch-Startseite in dem sogenannten Startseitenkarussell zu sehen sein. Mit Flive, ja. Das heißt, ich bringe Flive Universe auf die Twitch-Startseite, was wahrscheinlich noch niemals zuvor passiert ist. Also auch dahingehend ist es besonders, dass es wahrscheinlich das erste Mal ist, dass Flive auf der Twitch-Startseite ist. Oder vermutlich zumindest. Vielleicht nicht hundertprozentig sicher, wer ab und zu streamen ja große Streamer mal Flive, aber meistens halt nur für einen Tag oder so. Da könnte schon auch gewesen sein, dass es mal auf der Startseite war, aber naja, ich weiß es nicht. Aber so oder so auf jeden Fall ziemlich crazy. Und ich meine, ja, es ist halt Samstag glücklicherweise, deswegen ist es mit 5 Uhr nicht ganz so schlimm. Aber es ist halt 5 Uhr morgens. Das Problem ist halt einfach, dass das halt 8-Stunden-Slots sind und ich muss nicht 8 Stunden streamen. Ich könnte auch ganz normal nur 3 oder 4 oder 5 Stunden streamen. Aber ich meine, wenn, dann nutze ich es natürlich schon aus und mache wahrscheinlich die volle Länge. Das heißt, ich fange wahrscheinlich schon vor 9 auf jeden Fall an. Damit Intro und Pipapo schon abgelaufen ist. Und dann mal gucken, wie und ob es überhaupt funktioniert. Aber ich denke schon, dass es funktioniert. Mal schauen auf jeden Fall. Und ja, wird auf jeden Fall crazy. Werden wahrscheinlich viele neue Leute in den Stream kommen und wahrscheinlich viele neue Leute auf Flive Universe aufmerksam werden. Und ja, mal gucken. Also wie gesagt, lasst mich mal überraschen. Ich weiß nicht genau, was man da für Zahlen erwarten kann, zuschauermäßig. Also die meisten haben so gesagt, zwischen dreistellig und vierstellig ist es meistens. Also es wird auf jeden Fall ein Banger. Also wenn ihr Zeit habt am 22. Februar, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich mache auch was Besonderes. Also falls ihr euch denkt, 8 Stunden lang Kraken oder 8 Stunden lang Herneos Dungeon mit Elementor einfach nur leveln. No, es wird tatsächlich etwas Spannenderes. Ein bisschen zumindest. Auf jeden Fall nicht 8 Stunden das gleiche, das kann ich euch schon mal sagen. Genau. Und ja, eigentlich ziemlich cool. Und ja, das war die erste News. Die zweiten News sind dann tatsächlich wieder gamespezifisch. Also ich habe jetzt tatsächlich erst geschafft. Hat wahrscheinlich auch kaum jemand in-game zumindest gesehen, weil das ziemlich spät war. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das für ein Tag? Dienstag? Ich glaube, es könnte ein Dienstag gewesen sein, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall habe ich diese Woche 165 mit meinem einen Elementor erreicht, mit Grind Boy, der auch schon immer mein höchster Elementor war. Es war der einzige meiner Elementoren, der auf 160 mit 99% war, bevor das 165er Update kam. Das ist auch der einzige Grund, warum er es geschafft hat auf 165. Und zwar habe ich es geschafft, bevor die begrenzten Belohnungen ausgegangen sind. Hatte ich eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm am Anfang. Als ich dann gemerkt habe, okay, es sind immer noch relativ viele Belohnungen übrig, habe ich dann natürlich schon noch meine Amplis und so weiter rausgehauen. Aber da auch ehrlich gesagt nicht fest damit gerechnet, dass ich es schaffe, weil ich war lange zwischen Rang 105 auf der Website und 120 tatsächlich. Also es hat immer extrem geswitcht wegen Tower Dailies, weil Tower Dailies ja nicht immer jederzeit gleich macht und pipapo. Und habe dann angefangen, ab und zu mal meinen Rang nachzuschauen und habe dann gemerkt, okay, nur wenn ich wirklich mit Amplis und so weiter level, schaffe ich es irgendwie ein paar Ränge zu climben jeden Tag. Mit halt ein paar Prozent extra, die halt die anderen Leute, die nur Tower Dailies machen oder so, nicht bekommen. Und habe dann ja alles rausgehauen, wie gesagt, und dann halt am letzten Tag mir noch so gedacht, ja, das wird niemals reichen. Es sind nur noch 6 oder 7 waren es da, glaube ich, als ich offline gegangen bin. Und dann dachte ich mir so, naja gut, dann bin ich morgen den ganzen Tag arbeiten, pipapo. Wenn ich nach Hause komme, sind die Safe schon lange weg. Dann waren es tatsächlich noch 3 oder 4. 4 oder 5, glaube ich sogar. Dann habe ich aber gelevelt und kein einziger hat 165 erreicht, während ich gelevelt habe. Dann habe ich ganz normal Kriton gefarmt. Und dann waren es immer noch 3, glaube ich. Und dann dachte ich mir so, ja wow, ich brauche noch 6%, es sind immer noch 3 und es ist 1 Uhr nachts. Da wird safe keiner mehr leveln. Oder zumindest nicht mal das Leveln anfangen, sagen wir es so. Wenn dann vielleicht in der Früh oder so, am nächsten Tag. Oder halt, ich meine, technisch gesehen war schon der nächste Tag, was ja 1 Uhr nachts war, aber egal.
Habe dann eben noch gelevelt und ich habe es dann tatsächlich geschafft und mir diese Archangel White Weapon besorgt, die eben jetzt ausverkauft ist, limitiert ist. Und bei den 160er, 140er etc. Quest-Belohnungen oder Level-Reach-Belohnungen ist es so, dass die eigentlich nie wiederkommen sollten. Zumindest nicht in der gleichen Form. Es gibt ja noch die Archangel Black Waffen. Ich vermute mal, die wird es irgendwann im Cash-Shop geben. Aber diese Archangel Wild Waffen könnte tatsächlich sein, dass die niemals wieder ins Game kommen. Außer vielleicht auf FEC natürlich. Also ich meine, was heißt vielleicht? Auf FEC werden sie höchstwahrscheinlich als Level-Reach-Belohnung auch wieder verfügbar sein. Aber halt nur für die ersten 100 Leute, die 165 erreichen auf FEC. Also extrem competitive. Also da hat man jetzt nicht wirklich viele Chancen. Oder nicht sehr realistische Chancen, dass man es da dann schafft. Also kann man natürlich schaffen, aber dürfte auch sehr schwierig sein, weil dann natürlich auch viele andere drauf scharf sein dürften. Und ja, wie gesagt, war jetzt eigentlich gar nicht mein Main-Ziel. Ich bin ja eh nicht so ein Skin-Freund. Also eigentlich benutze ich Skins so gut wie gar nicht. Außer auf Sachen, die eh schon gebunden sind. Aber ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, das zu securen. So eine einmalige Belohnung. Und ja, eigentlich ganz nice. Und das bringt mich auch zur Überleitung zu diesen Charakteren hier, weil der eine hat jetzt 165 erreicht, das heißt, ich hätte jetzt ja wieder meine Zeit und vor allem auch vom Level her könnte der jetzt auch langsam anfangen, im Herneos Dungeon zu farmen. Mache ich tatsächlich auch schon. Ich farme gerade Dreadfin Tooth, weil ich davon auch noch welche brauche. Bisher habe ich immer nur die Red Scale Medaillons und die Lumenfin Scales gefarmt. Und der wäre jetzt langsam ready dafür, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich diese Charakter nicht mehr zwingend brauche, weil ich farm aktuell 3-mal Kriton. Und ich habe nur 3 Ringmaster, das heißt, ich werde auch niemals mehr als 3 Kritons alleine farmen können. Ich könnte natürlich jemand anderen suchen, mit dem ich dann 50-50 Drops teile und pipapo. Dann noch ein 4. oder sogar ein 5. oder sogar ein 6. Mal farmen. Ich meine, dafür habe ich dann mehr als genug Charakter, aber ich habe halt die Ringmaster dafür nicht. Und ich meine, mit einem anderen oder so ab und zu mal zu farmen, wenn es sich ergibt, kann ich mir schon vorstellen. Aber dass das dann wirklich immer täglich funktioniert und so, pipapo mit Absprache, das weiß ich jetzt nicht, ob das dann ja wirklich so langfristig so gut funktionieren wird. Aber ja, wir werden sehen. Das heißt aber technisch gesehen, wie gesagt, muss ich diese Charakter jetzt nicht mehr so schnell wie möglich auf Level 160 pushen, weil ich farme ja schon 3-mal Kriton und mehr als 3-mal ist alleine, wie gesagt, eh nicht drin. Das heißt, eigentlich habe ich es damit jetzt gar nicht wirklich eilig. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht wirklich ein anderes Ziel momentan. Also ich bin momentan wieder ein bisschen ziellos. Das war ja schon im letzten Video, wo ich es gesagt habe, schon so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht weiß, was ich momentan so wirklich machen will. Und daran hat sich tatsächlich leider auch nicht wirklich viel geändert. Das ist echt schwierig momentan, finde ich, weil ich habe jetzt halt diese tägliche Routine. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video auch schon gesagt habe, aber ich glaube schon. Wenn ich mal 3-mal Kriton am Tag, das kostet mich tatsächlich weniger als eine Stunde. Also es kommt drauf an. Ich meine, wenn manchmal die Runs richtig beschissen laufen, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Aber eigentlich, ja, eine Stunde ist ziemlich realistisch. Und eigentlich der Hauptgrund dafür ist halt, dass ich die Teams wechsle. Also ich mache 2-mal mit dem gleichen Team. Das geht natürlich sehr schnell, weil du nur einmal in den Dungeon oder einmal zum Boss laufen musst. Reingehst, dann gehst du raus, gehst direkt wieder rein. Das geht ziemlich fix. Aber dann das Team switchen, also alle Chars umloggen, neues Team holen, neues Team in den Dungeon schicken, zum Boss laufen, dann den Boss noch machen. Das kostet halt sehr viel extra Zeit natürlich. Und da ist halt dann natürlich schon so, dass das dann halt noch ein bisschen länger dauert. Aber insgesamt eigentlich unter eine Stunde, das ist eigentlich relativ fix. Aber dann brauche ich auch noch mal knapp eine Stunde für Tower Dailies. Und das heißt, insgesamt mit allem drum und dran und Party ziehen müsste man theoretisch auch noch dazu zählen. Wäre ich dann locker bei 2 bis sogar fast 2,5 Stunden nur mit den, sag ich mal, Dailies beschäftigt. Also Daily Kriton töten und Daily Tower Dailies. Und dann hast du halt nicht mehr wirklich viel Zeit für irgendwas anderes, muss man sagen. Ich meine, dann levelt man einfach noch ein bisschen oder sammelt die Quest-Items, die man eh für Kriton braucht. Und das war's dann eigentlich schon fast. Und das ist halt natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Also es erinnert mich so ein bisschen an früher mit der Clockworks und Red Meteor Routine. Da war es eigentlich auch immer so, immer abwechselnd Clockworks, Red Meteor gefarmt und so weiter, die Bosse gefarmt. Da war es eigentlich auch immer nur Party ziehen, dann noch eine Stunde leveln oder noch eine Stunde irgendwas anderes machen. Aber ich meine, in einer Stunde, was kannst du da schon großartig machen? Und dann hast du halt, ja, direkt Bosse farmen, Tower und Offline. Und das ist halt irgendwie, ja, das ist halt Flife in a nutshell irgendwie. Also jeder sucht sich irgendwie so das, was er täglich macht, seine tägliche Routine. Und die grindet man dann einfach richtig, richtig lange. Was ja auch Sinn macht. Ich meine, Flife ist ein Spiel, das ist einfach so. Ich habe jetzt Kriton fast 170 Mal getötet und keine einzige Herneswaffe gedroppt. Also ich meine, was soll ich machen? Soll ich jetzt aufhören, Kriton zu farmen? Das wäre auch irgendwie dumm. Abgesehen davon, obwohl er keine Kriton-Waffen droppt, obwohl Kriton keine Herneswaffen droppt, wollte ich natürlich sagen. Kriton-Waffen gibt es noch nicht.
lohnt es sich trotzdem tatsächlich, weil ich droppe schon ab und zu Brilliant Amethyst. Wenn man viel Glück hat, auch mal 2 an einem Tag. Und ich meine, das sind halt dann trotzdem, das ist halt leider nicht weltbewegende Summen. Das ist auch so mühselig, bis man da mal eine hohe Summe zusammen hat. Das ist halt nicht vergleichbar mit einer 5 Milliarde Herneswaffe oder einer 3 Milliarde Herneswaffe oder selbst nur einer 1 Milliarde Herneswaffe auf einen Schlag. Aber es ist halt trotzdem nicht schlecht und es kommt doch häufiger, als man denkt. Was natürlich hauptsächlich daran liegt, dass ich ihn 3-mal täglich töte. Aber ja, das ist halt momentan irgendwie so der Grind einfach. Und ja, es ist halt schwierig, weil so neue Charakter anfangen, da braucht man nicht drüber reden. Das ist halt immer schwierig, weil man halt weiß, ja in 3 Monaten, 3,5 Monaten, naja, nicht mal mehr ganz 3,5 Monate, Mitte Mai ist eh wieder FEC, also wenn man wirklich neue Charakter starten will und mit denen auch wirklich was erreichen will, in einer relativ kurzen Zeit, dann, ganz ehrlich, dann wartet man auf den FEC. Das muss ich nicht jetzt machen, also das wäre sogar echt dämlich, wenn ich das machen würde. Und ja, das ist halt echt schwierig. Also Flive ist momentan wieder in so einer Situation, wo, wie gesagt, jeder so seine feste Routine hat und es schwierig ist, da wirklich viel Abwechslung reinzubringen. Und vor allem das größte Problem ist, es lohnt sich halt. Das ist das größte Problem, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich droppe nie was. Ich droppe keine Herneswaffe und deswegen lohnt es sich nicht. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht mache ich dann Kriton nicht mehr jeden Tag oder probiere irgendwie Kriton umzustellen, dass ich ihn irgendwie nur noch alle 2 Tage mache oder so. Irgendwie so. Könnte man vielleicht drüber reden, aber leider ist es halt nicht so. Also obwohl er keine Herneswaffen droppt er trotzdem genug, dass es deutlich mehr als beim Leveln ist, deutlich mehr als beim Farmen ist und halt deutlich mehr bei so ziemlich allem anderen, was ich sonst so machen könnte oder würde. Und das ist halt, wie gesagt, momentan so mein Problem, meine Misere, was das angeht. Und deswegen bin ich da gerade ein bisschen ideenlos, was man wirklich ändern könnte. Ja, und das ist es im Endeffekt. Also ich meine, im Endeffekt level ich jetzt jeden Tag so 2 bis 2,5 Stunden, Level-Farme und die anderen 2 bis 2,5 Stunden sind halt Kriton und Tower. Und das ist mein täglicher Grind. Und ja, wie gesagt, von den täglichen 2,5 Stunden Leveln oder 2 bis 2,5 Stunden Leveln, da könnte man natürlich was wegnehmen. Aber wie schon gesagt, neue Charakter ist eigentlich nicht so wirklich der Plan. Und was hast du dann? Was bleibt sonst noch übrig? Nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Und das ist es halt. Aber ja, bevor ich mich noch 10-mal wiederhole, würde ich sagen, machen wir einfach mal eine kürzere Episode, wobei so kurz ist es eh nicht. Und ich erinnere euch nochmal dran, ich werde euch eh nochmal dran erinnern, wahrscheinlich. Sowieso wird nochmal vielleicht ein YouTube-Short oder so kommen, wahrscheinlich. Und dass ihr euch den 22. Februar merkt, weil da werden wir höchstwahrscheinlich einen Banger-Stream haben. Giveaways und so muss ich mal schauen. Das Problem ist halt, dass ich eh schon die ganze Zeit F-Coin-Giveaways mache. Deswegen habe ich halt logischerweise jetzt nicht eine Tonne F-Coin irgendwie beiseite geschafft. Außerdem kam das auch relativ kurzfristig mit dieser Ankündigung, dass meine Bewerbung angenommen wurde, weil es immer Monat für Monat quasi geht. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da Ewigkeiten drauf vorbereitet, sondern es wird einem einfach, also mir wurde es jetzt vor 5 Tagen gesagt oder so. Und das heißt, es waren gerade mal 3 Wochen vorher. Und das auch nur, weil ich den 22. Februar genommen hätte. Wenn ich jetzt den, keine Ahnung, 5. Februar genommen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich 2 Tage vorher erfahren oder so. Wenn überhaupt. Also das ist halt tatsächlich ein bisschen kurzfristig. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht irgendwie so ultra krasse Sachen vorbereiten. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eh schon die ganze Zeit F-Coin-Giveaways mache auf Twitch, denke ich mal, ist das auch nachvollziehbar, dass ich da jetzt nicht irgendwie Millionen an F-Coin beiseite geschafft habe, um da groß was zu machen. Also kurzfristig, spontan, mal schauen, vielleicht ergibt sich doch noch was. Ich habe auch Gala kontaktiert, beziehungsweise WeMade Connect, ob die was springen lassen vielleicht für so eine Special Opportunity. Habe denen das natürlich erklärt, was das bedeutet und so, weil ich stark davon ausgehen müsste, dass die das nicht wissen. Deswegen habe ich es natürlich erklärt. Aber ob die was springen lassen, dafür weiß ich nicht, für neue Spieler. Müssen wir mal gucken, wäre natürlich cool, aber ist noch nicht sicher. Ich gehe stark davon aus, dass sie es nicht machen, aber man kann sich ja immer positiv überraschen lassen. Deswegen mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, 22. Februar, 21 Uhr. Also ist auf der Startseite. Der Stream wird schon ein kleines bisschen früher wahrscheinlich losgehen. Und dann bis 5 Uhr, also ein 8 Stunden plus Stream wird das werden. Also ziemlich heftig. Und ja, damit sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und natürlich, wie schon gesagt, den Twitch-Link für die täglichen Flive-Livestreams auf Twitch findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.